Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zu Grundlagen der Finanzmathematik. Und ich möchte heute einmal exemplarisch an einen beispielhaften Fragen zeigen, was ist Finanzmathematik und womit beschäftigt sich Finanzmathematik? Ja, starten möchte ich direkt mit einem Beispiel, und zwar stellen Sie sich vor, Sie haben erfolgreich Ihr Studium abgeschlossen und eine Ihrer Tanten schenkt Ihnen 2.000 € zum Abschluss und Sie überlegen sich, Mensch, wenn ich mal das Renteneintrittsalter erreiche und Sie schätzen, das sind so 35 Jahre, dann würde ich mir gerne ein Segelboot kaufen. Und Sie planen, diese 2.000 € Ihrer Tante jetzt anzulegen. Zurzeit bekommen Sie 3% Zinsen bei der Bank. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie viel Geld sich dann im Laufe der Zeit anhäuft. Und was uns dabei hilft, das ist die Theorie der geometrischen Folgen. Und hier zeige ich Ihnen einmal die Grundform, die lautet nämlich Kn ist gleich K0 mal Q hoch n. Und Kn beschreibt dabei das Kapital nach n Perioden, K0 das Startkapital, hier in diesem Fall sind das 2.000 €, Q das ist 1 plus i mit i als Zinssatz und n sind die Anzahl der Perioden. Und wenn Sie sich diese Formel anschauen, dann sieht man diese geometrische Folge, das ist quasi dieser Zinseszins. Weil in dem Q steckt ja der Zinssatz drin und wenn der Zinssatz 10% wäre über mehrere Perioden, dann würde sich das Verzinste immer weiter mitverzinsen. Und mit dieser Formel, da können wir jetzt ausrechnen, wie viel Kapital wir aus 2.000 € generieren können. Ich schiebe mal ein bisschen die Formel an die Seite und jetzt setzen wir einfach ein. K35 wäre dann 2000 mal 1,03 hoch 35 und im Ergebnis ist das gerundet 5.627,73 €. Okay, das Ganze kann man sich auch grafisch veranschaulichen. Schauen wir mal hier auf der linken Seite. Ja, und da sehen Sie ein großes Balkendiagramm und man sieht, also es geht los in n gleich 0 im Startjahr mit 2.000 € und dann türmt sich das Ganze auf. Und nach 35 Jahren, da sind die Balken dann ja, bei 5.627 €, das hatten wir ja gerade ausgerechnet. Man erkennt hier in der Abbildung auch diesen leicht exponentiellen Verlauf, der typisch ist für geometrische Folgen. So, jetzt ist es aber so, dass Sie sich überlegen, 5.600 €, also eigentlich haben Sie ein anderes Segelboot vor Augen. Und das kostet eigentlich so um die 10.000 €. Da schließt sich die zweite Frage an, die man in der Finanzmathematik stellen kann. Und Sie sehen es hier oben. Die Frage lautet, wie groß müsste jetzt unser Startkapital K0 denn sein, um 10.000 € in 35 Jahren bei 3% Verzinsung zu erhalten? Und auch die Frage lässt sich beantworten über den eben schon erwähnten Ansatz der geometrischen Folgen. Kn ist gleich K0 mal Q hoch n. Nur dass jetzt K0 gesucht ist. Man muss also jetzt diese Formel nach K0 umstellen und dann kann man die Größen, die man gegeben hat, einsetzen. Umgestellt hier nach K0 durch Q hoch n geteilt ist das Ganze dann K0 ist gleich Kn geteilt durch Q hoch n. Okay, schieben wir wieder an die Seite und setzen ein. K0 ist gleich 10.000, das war ja unser gesuchtes Kn, geteilt durch 1,03 hoch 35. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf 3.553,83 € . Das wäre jetzt der Betrag, wenn wir den heute anlegen würden bei 3% Verzinsung, dann hätten wir in 35 Jahren 10.000 €. Und das schauen wir uns auch mal an im Diagramm. Schauen Sie mal, und da sieht man jetzt schon, okay, die Kurve setzt etwas höher an. Klar, wir starten jetzt bei K0, ja beim höheren Wert, 3.553,84 € und dann türmt sich das Ganze auf bis da hinten, bis hin und tatsächlich, da würden wir 10.000 € erreichen. Übrigens, die Linie, die Sie hier sehen, das war die Kapitalentwicklung bei 2.000 € Startkapital. Da sieht man, verläuft natürlich darunter. Okay. Jetzt ist das Problem aber, Sie haben keine 3.300 €, 3.500 €. Die haben Sie nicht, Sie haben ja nur 2.000 bekommen. Und da haben Sie noch eine andere Idee, und zwar, Sie könnten ja mal zu Ihrer Bank gehen und mit der Bank über den Zinssatz verhandeln.
Das wäre ja auch eine Idee und daraus leitet sich ab die dritte Frage für heute, nämlich wie groß müsste I sein, um mit 2.000 € in 35 Jahren 10.000 € anzusparen? Grundlage zur Beantwortung, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, ist wieder unsere Formel für geometrische Folgen. Kn ist gleich K0 mal Q hoch n. Und das muss jetzt umgestellt werden nach Q, weil in dem Q steckt ja das I mit drin. Und jetzt dürfen Sie, wenn Sie wollen, das Video einmal kurz pausieren. Schaffen Sie es, diese Gleichung hier nach Q umzustellen? Wir machen schon mal weiter, stellen das nach Q um. Das erste, was ich empfehlen würde, ist jetzt hier durch K0 zu teilen. Dann hätte man Q hoch n gleich Kn geteilt durch K0. Und jetzt müssen wir nur noch das hoch n wegkriegen. Und wie kriegt man ein hoch n aus dem Exponenten weg? Naja, man muss die n-te Wurzel ziehen oder hoch ein Entel nehmen. Und das machen wir mal auf beiden Seiten. Dann steht da Q ist gleich Kn durch K0 hoch ein Entel. Jetzt müssen wir für Q eigentlich nur noch einsetzen, 1 plus I und dann minus 1 rechnen. Dann kriegen wir raus am Ende für I die Formel Kn durch K0 hoch ein Entel minus 1. Okay, ich schiebe es wieder nach da hinten und wir setzen mal direkt ein. I ist gleich 10.000 geteilt durch 2.000 hoch ein 35. Und wenn man das ausrechnet, kommt daraus gerundet 0,0471. Das entspricht 4,71% Verzinsung. Das bräuchten wir also von der Bank, um mit den 2.000 € 10.000 zu generieren. Schauen wir uns auch an. Und hier sieht man es tatsächlich. Hier würde man jetzt bei 2.000 € anfangen und bei diesem Zinssatz von 4,71%, Sie sehen, die Kurve geht auch schon viel steiler bergauf, würde man nach 35 Jahren 10.000 € haben. Okay, aber Sie ahnen es, die Bank stellt sich stur. Man will Ihnen einfach nur 3% Zinsen zahlen und nicht mehr. Und da kommen Sie noch auf eine letzte Idee. Und das ist auch unsere vierte Fragestellung, nämlich wir haben nur 2.000 €, wir haben nur 3% Verzinsung. Wie lange müsste ich denn sparen, um damit 10.000 € zu generieren? Eben haben wir gesehen, 35 Jahre reichen nicht. Mal sehen, wie viel würden denn reichen. Und das ist unsere vierte Frage, die sehen Sie da oben. Zur Beantwortung natürlich wieder geometrische Folgen. Grundform ist immer Ausgangspunkt, Kn ist gleich K0 mal Q hoch n. Und das Ganze muss jetzt umgestellt werden nach n. Das ist schon ein bisschen schwerer. Und an dieser Stelle dürfen Sie gerne nochmal Pause drücken bei dem Video. Probieren Sie mal, ob Sie das umformen können. Ja, ich beginne mit der Umformung und als erstes würde ich jetzt hier wieder durch K0 teilen, dann hätte man Q hoch n ist gleich Kn durch K0 und dann hat man noch das Q hoch n da stehen. Wie kriegt man das n jetzt aus dem Exponenten entfernt? Da hilft eine Logarithmusregel. Und da ziehe ich auf beiden Seiten den Logarithmus Naturalis, dann steht da ln von Q hoch n ist gleich ln von Kn durch K0. Und das Schöne ist, dass ln von Q hoch n das gleiche ist wie n mal ln Q. Und mit dieser Umformungsregel haben wir jetzt n schon fast isoliert. Auf der anderen Seite bleibt der ln stehen und dann teilt man das Ganze jetzt noch durch ln Q und hat für n ln von Kn durch K0 geteilt durch ln Q. Okay, ab nach da hinten und wieder eingesetzt. Ich setze ein, n ist gleich ln von 10.000 durch 2.000 geteilt durch ln von 1,03 und da kommt raus 54,49 Jahre. Ja, so lange würde das also dauern. Wir schauen uns auch dazu mal kurz noch das Diagramm an. Und da sehen wir, das Diagramm hat jetzt natürlich mehr Perioden. Schwarz markiert ist übrigens Periode 35. Da war es ja gerade nicht ausreichend. Das hatten wir ganz am Anfang ausgerechnet mit 5.627 € in n gleich 35. Und da sieht man tatsächlich am Ende, wenn n etwa 55 Jahre ist, dann haben wir 10.000 € erreicht. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie in 55 Jahren immer noch Lust haben, ein Segelboot zu kaufen, aber mit diesen 4 Grundfragen habe ich Ihnen einmal gezeigt, was ist die Grundlage der Finanzmathematik. Vielen Dank.